12:01 Uhr. Wir haben 1 Minute Verspätung bei der Abfahrt. Aber wir rollen. Ja. Jetzt fahren wir über Nil, jetzt fahren wir über Nil. Draußen sind es 35 Grad und hier drinnen funktioniert die Klimaanlage, aber viel zu gut. Friert man sich den Arsch ab. Wir haben zum ersten Mal seit, wir wissen nicht wann, vielleicht Marokko letztes Jahr im November oder so, Jacken an. Kalt hier. Bordbistro funktioniert, Toilette auch, da gibt es sogar Wasser. Klimaanlage auch, immer noch nicht kaputt gegangen, scheiße auch. Wir haben uns jetzt mal heißen Tee an den Platz bringen lassen zum Aufwärmen. Jetzt juckt's schon wieder. Wir sind in Minja und die Rezeptionistin hat Läuse. Aber sowas von. Und ich habe Ameisen im Bett. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass wir 3 Stunden mit der Touristenpolizei hier wie Maria und Josef durch den Ort sind und auf wundersame Art und Weise, immer wenn wir kamen, leider nur der Touristenpreis für $50 verfügbar war oder ausgebucht. Alles ausgebucht. Und das Spiel haben wir nicht mitgespielt und haben gesagt, dann schlafen wir bei euch im Büro. Und plötzlich gab es auch ein Zimmer für $20, aber das hat 3 Stunden gedauert. Das ist so eine Familiengruft und da werden die Leute alle mit den Füßen ausgerichtet nach Mekka nebeneinander hingelegt. Silke musste wieder überall reinkrabbeln. Direkt in die Gruft. Ja. Das hier gibt das neue Nofretete-Museum in Minja, aber das wird nichts, weil die Deutschen rücken die Nofretete einfach nicht raus. Wir verlassen Minja. Es war eine Erfahrung wert. Wir sind sehr gut betreut worden. Auch der Polizeiobermeister der Touristenbehörde hat uns jetzt sogar zu unseren Sitzplätzen gebracht, den einen, der das belegt hat, weggescheucht.
disconnected.